Das ist eine der krassesten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Herzlich willkommen in Afrika, herzlich willkommen in Tansania. Zum ersten Mal betreten wir als Better Beyond den afrikanischen Kontinent und sind jetzt schon hin und weg. Wir sind auf einer 6-tägigen Safari, haben im Tarangire Nationalpark am ersten Tag schon so viele Tiere gesehen und sind jetzt hier zum Lake Natron gefahren, haben gestern einen traumhaft schönen Sonnenuntergang gesehen. Und hier hinter mir seht ihr auch den Ol Doinyo Lengai, einen fast 3000 Meter hohen Vulkan, den besteigen wir allerdings nicht, sondern fahren heute weiter in die nördliche Serengeti, wo gerade die Great Migration stattfindet. Die größte Tierwanderung der Welt. Wir sind so gespannt. Let's go! Und wir machen die Safari nicht alleine. Der Mann hier hinter mir, der bedarf keiner Vorstellung bei Better Beyond. Den kennt ihr. Mein Papa ist zu Besuch. Und freust du dich auf die Serengeti? Jumbo Jumbo erstmal. Natürlich freue ich mich auf die Serengeti und mit meinem Sohn und meiner Schwiegertochter wieder unterwegs zu sein. Das 5. oder 6. Mal in, ich glaube, 7 Ländern mittlerweile. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, es kann nur gut werden. Los geht's! Egal wo man hinschaut, man sieht überall schon Wildtiere, Elefanten, Giraffen, Zebras und auch einen Löwen haben wir schon gesehen. Gerade allerdings nicht lang angehalten, weil heute ist keine Game Drive im klassischen Sinne, das machen wir eher morgen. Heute sind wir etwas zügiger unterwegs zum Mara River, weil dort sammeln sich riesige Gnu-Herden, die den Fluss überqueren und da lauern auch einige Jäger. Hier sind wir jetzt am Mara River und wir haben ja auch gerade schon eine Herde an Gnus und Zebras gesehen, die sich allerdings anders überlegt hat, weil es ist immer so ein Abwägen zwischen so, die tasten sich ran, aber gehen wieder zurück und jetzt ziehen sie weiter, weil hier im Fluss ist ein Krokodil. Das sehen wir ja auch von hier, ziemlich großes sogar, und auch 4 Flusspferde, wobei die sind, glaube ich, jetzt keine Gefahr für die Gnus und Zebras. Wir haben jetzt entweder ein bisschen Geduld oder fahren noch mal eine Ecke weiter. Also jetzt hat uns leider gerade unser Glück verlassen. Wir sind jetzt gerade hier an einem anderen Spot am Fluss angekommen. Hier sind ganz viele Jeeps und die haben einfach gerade da den Fluss überquert und wir haben es jetzt genau verpasst. Ja. Ich glaube, das war spektakulär, ne? Weil man hat gesehen, wie viel auf der anderen Seite halt schon stehen. Ja, ne? Genau. Und der Fluss ist auch hier sehr breit an der Stelle. Oh Mann! Eine letzte Chance haben wir noch. Hier sind wirklich richtig viele Gnus, die sich, so macht es den Anschein, bereit machen. Es sieht so aus, als haben wir Glück. Sie kommen runter. Also das war jetzt wirklich die allerletzte Chance. Wir müssen nämlich wirklich gleich zurückfahren. Es wird schon langsam dunkel und wir hatten einfach jetzt so viel Glück, dass sie wirklich hier drüber rennen und es sind unglaublich viele. Ich glaube, alle anderen Stellen, wo wir welche gesehen haben, waren viel, viel weniger. Also es hört gar nicht mehr auf. Man sieht auch so richtig, wie die Strömungen sie so ein bisschen zur Seite ziehen. Aber es haben alle geschafft bisher, glaube ich. Und wenn der Dad dabei ist, habt ihr immer Glück. Ja, unser persönlicher Glücksbringer. Ja, aber das war fantastisch, muss ich sagen. Diese Great Migration ganz zum Schluss. Besser geht's nicht. Besser geht's wirklich nicht. Wir sind im Camp angekommen, zeigen euch auch gleich das Zimmer. Aber ihr seht das hier im Hintergrund, das sind keine Wolken, sondern Rauchschwaden. Hier sind einige Feuer und die Luftqualität ist mittelmäßig, sage ich mal. Aber dafür haben wir, obwohl wir hier ja wirklich mitten im Nirgendwo sind, echt ein richtig schönes Zimmer. Ja, herzlich willkommen. Ich habe noch nie in sowas geschlafen, aber es ist richtig cool. Also wir haben so einen richtigen Boden, wir haben hier irgendwie sogar mehrere Betten. Also es ist ein richtiges Bett, jetzt nicht so ein Zelt, wo man auf dem Boden schläft. Und wir haben auch ein eigenes Badezimmer. Es gibt sogar heißes Wasser, das muss man dann vorher Bescheid sagen, dann wird das angemacht. Eine eigene Toilette, Waschbecken. Und ich glaube, heute Nacht werden wir noch das ein oder andere Geräusch hören. Für uns geht es jetzt gleich hier noch zum Abendessen im Camp und dann auch früh schlafen, denn es geht morgen früh auch wieder weiter. Und wir freuen uns auf Tag 2 in der Serengeti. Wir haben das Twiga-Zelt, die sind alle hier nach Tieren benannt.
Und Twiga bedeutet Giraffe, Mambo. Poa. Wie war die Nacht? Die Nacht war richtig gut. Also das war jetzt für uns beide, glaube ich, das erste Mal, dass wir in so einem Tented Camp geschlafen haben. Und das ist hier auch ein temporäres Camp. Also die wandern quasi immer mit der Great Migration mit. Und es war schon ein bisschen aufregend. Ich lag nachts auch mal wach. Es war aber relativ ruhig. Also ich habe jetzt keinen Löwen gehört oder so. Aber gestern Abend war es zum Beispiel auch so, dass man nicht alleine vom Zelt zum Essensbereich laufen durfte, weil hier halt die wilden Tiere einfach langlaufen. Das ist ja nicht eingezäunt oder so. Man musste dann per Walkie-Talkie so einen Guide sich holen und dann dahin laufen. Das ist schon was Besonderes. Jetzt geht's ab zum Frühstück. Die Verpflegung ist bisher auch eine absolute 10 von 10. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, alles sehr lecker. Gestern haben wir auch in der Serengeti Mittag gegessen, direkt beim Jeep. Und apropos Jeep, da geht es jetzt wieder rein. Und wir fahren von der nördlichen Serengeti jetzt in die Central Serengeti. Asante, Kwaheri. Hier ist eine größere Stadt und unser Guide hat sich hier Geld zuschicken lassen, um ein bisschen Bargeld abzuheben quasi. Wir haben die Gelegenheit mal genutzt, hier auszusteigen, mal ein bisschen was von Land und Leuten zu sehen, weil das fehlt auf so einer Safari natürlich ein bisschen. Aber das holen wir nach. Im nächsten Video fahren wir nach Usambara in die Berge, weil wir auch mal ein bisschen Backpacking hier in Tansania ausprobieren wollen. Falls ihr das sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Und falls euch das Video bisher gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und weiter geht's mit der Safari. Ich habe hier ganz unschuldig ein paar Antilopen gefilmt und dann kam der Call über Funk, hier soll ein Löwe in der Nähe sein. Das ist nämlich sehr praktisch, weil die sagen sich natürlich gegenseitig Bescheid, hier die Guides, wenn sie was Cooles gesehen haben. Oh, yes, there, it's a male. Heute zum Mittagessen. Wir haben einmal eine sehr, sehr große Portion Pommes, dann gibt es Reis mit Gemüse. Das ist, glaube ich, so eine Art Gemüse-Curry, sieht sehr lecker aus und dann noch ein bisschen Wassermelone zum Nachtisch. Wir haben aber leicht unangenehmen Geruch in der Luft liegen, weil hier hinten ist der Hippopool, ein kleiner Teich voller Flusspferde, die da nebeneinander direkt liegen, sich ein bisschen ankabbeln und gehen, ihre Maul so weit aufreißen. Übrigens das gefährlichste Tier hier, man könnte ja meinen der Löwe oder der Gepard, nein, Flusspferde sind die gefährlichsten Tiere, wenn man mal Menschenopfer in Betracht zieht, hier in Afrika. Von daher vorsichtig sein bei Flusspferden, aber wenn man da hingeht, denkt man irgendwie nicht, dass die irgendwas tun können, aber sind gefährliche Tiere. Also, lasst uns schmecken und dann geht's weiter. Let's go! Let's go! Wir sind hier an einem Wasserloch und da leben nicht nur Hippos drin, sondern hier ist auch gerade eine große Elefantenherde. Zum einen trinken die hier, zum anderen haben sie sich aber auch ein bisschen abgekühlt mit dem Wasser und Schlamm auf ihren Körper gespritzt. Das ist nämlich auch abkühlend und dient als Schutz vor Insekten. Und die haben auch ein paar Babys mit dabei, also ultra süß zu sehen, aber es stinkt auch wieder ein bisschen, ehrlicherweise. Man riecht die Hippos immer aus großer Entfernung. Ja. Wir sind wieder im Camp für heute
angekommen und das war der erste Eindruck von Better Beyond aus Afrika. Also gestern die Great Migration zu sehen, die Flussüberquerung, das war echt krass. Aber es waren nur 2 der insgesamt 6-tägigen Safari. Wir waren ja davor noch im Tarangire Nationalpark, was richtig schön war. Loki, Lake Natron, lassen viele auf ihre Itinerary weg. Hat uns richtig gut gefallen. Jetzt hier in der Serengeti mit dem Highlight der Great Migration. Und dann fahren wir noch in den Ngorongoro Crater zum Abschluss, bevor es dann wieder nach Arusha geht. Aber die ganzen Infos, die findet ihr dann im nächsten Video. Genau, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Dann machen wir nochmal einen Guide mit allen Informationen, also auch welchen Anbieter haben wir gewählt, welche Nationalparks gibt es, was muss man alles wissen, wie viel kostet das Ganze. Also schaut da gerne mal vorbei und ihr findet die Infos natürlich auch auf dem Blog wie immer www.betterbeyond.de. Dann würde uns ein Daumen nach oben freuen und falls euch mehr Videos interessieren hier aus Tansania, weil unsere Reise geht ja weiter und dann später auch nach Kenia, dann abonniert unseren Kanal und in diesem Sinne sagen wir Goodbye, Kwaheri, tschüss, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann. Kurzer Nachtrag zu diesen Feuern. Das ist unsere Duschkabine. Das ist der Blick aus unserem Zelt nach draußen. Die werden wohl absichtlich gelegt hier. Die Feuer hat ja unser Guide erklärt, damit das danach wieder fruchtbarer ist, wenn das hier Regenzeit ist. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie beunruhigend und halt auch einfach nicht gesund, wenn man das die ganze Zeit einatmet. Ja, aber es hat sich jetzt hier gerade in der Central Serengeti, haben wir so viele Feuer gesehen. Wir stehen hier face to face mit einem Cheetah, mit einem Leoparden. Gebhard. Und ich würde sagen, wir machen mal unser Dach nach oben